Ja, und vielleicht noch ein Problem. Kylun gibt einfach zu viel Penya. Ich bin mir nicht sicher, ob die das rückgängig gemacht haben. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass die das wieder rückgängig gemacht haben. Also nicht ganz, aber ein Stück weit. Weil auf dem FEC, auf dem PTS meine ich, habe ich ja festgestellt, dass du irgendwie in Kylun fast das Dreifache an Penya bekommst von Coral Island. Was ja eigentlich viel zu heftig ist. Und hab dann ja gesagt, ob man das nicht lieber überdenken sollte, weil das die Inflation halt einfach nur crazy vorantreiben wird. Aber wenn ich jetzt 2 Stunden level und ich krieg 80 Mio, das ist halt schon insane. Also es ist nicht das Dreifache von Coral Island, das nicht, aber es ist, also ich glaube, es ist einfach zu viel. Also wenn du jetzt 10 Stunden am Tag levelst, dann sind das halt hunderte Millionen Penya. Das ist einfach irgendwie too much, glaube ich. Also sie hätten eigentlich eine Gegenbewegung starten müssen. Heftige Penya-Sings. Und das Penya, was man verdient, halt kaum besser als Coral Island. Also dass es nicht bestrafend ist, aber halt auch nicht so, dass du halt jeden Tag unendliche viele Milliarden Penya plötzlich neu erstellt bekommst auf dem Server. Plus die Dailies natürlich. Die Dailies haben natürlich langfristig auch eine Inflationswirkung. Wenn jeden Tag, wie viel Charakter machen jeden Tag die Kylun und Tower Dailies? Hunderte. Tausende wahrscheinlich sogar. Das hilft natürlich auch nicht wirklich dabei. Und wirklicher Penya-Sync, neuer Penya-Sync ist nur hinzugekommen. Das mit den Gems. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute das wirklich machen mit den Gems, ehrlich gesagt. Man sieht zwar schon immer mal wieder jemanden, der Gems im Shout verkauft, so 6er, 7er. Oder wenn man in der Shop Search eingibt, kommen auch die ganzen 5er und so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die breite Masse gerade am Gems craften ist. Also eher nicht. Und das ist eigentlich der einzige wirklich neue Penya-Sync, der dazugekommen ist. Ich meine, du könntest noch sagen Ultimate Upgrading, aber Ultimate Upgrading, ich habe es ja gestern erst wieder gemacht, das kostet überhaupt kein Penya, das kostet halt arsch viele Materialien. Aber Materialien sind ja kein Penya-Sync. Da wird das Penya nur an einen anderen Spieler gezahlt. Von dem her. Also, läuft momentan nicht so gut mit der Inflation. Weißt du, wie es auf anderen Servern ist? Wäre mal interessant, wie es auf La Wolf aussieht. Können wir vorstellen, dass da 1000 F-Coins schon 1 Milliarde kosten. Aber, weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall eher nicht so cool. Steigende Inflation erinnert mich halt immer so ein bisschen an FNAF-PC. Und zwar nicht im positiven Sinne. Das ist eher eine schlechte Erinnerung. Weil Inflation eigentlich in dem Stil immer was Negatives ist. Und ich meine, wir reden ja auch von einem Videospiel, nicht von der echten Wirtschaft. Also brauchst du ja auch hier nicht anfangen mit, oh, eine gewisse Inflation ist aber gesund, das brauchen wir. Man mag vielleicht sogar im Spiel stimmen, aber ich meine, die Preise sind jetzt innerhalb von wenigen Monaten um... Ich meine, weiß nicht, was ist der F-Coin-Kurs? Du kannst nicht mal genau sagen, was der F-Coin-Kurs gerade überhaupt ist. Schwierig zu sagen, was es überhaupt ist momentan. Aber wenn es nach den Resellern geht, liegt der F-Coin-Kurs wohl irgendwo zwischen 220 und 250. Und das ist halt insane. Also für 220 oder mehr solltest du nicht in der Lage sein, irgendwas zu verkaufen. Eigentlich. Wenn der Kurs immer noch bei 200 pro 1000 liegt. Oder liegen würde. Also ja, es ist schon schwierig. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig zu managen von Gala, aber als damals FNAF Universe noch nicht released war, haben sie stolz diese ganzen Tools vorgestellt, mit denen sie Inflation gut erkennen können, abschätzen können und so weiter. Auch immer genau erkennen können, an welchen Items liegt es denn, warum steigen die Preise so. Weil manchmal kann es ja wirklich sein, zum Beispiel Ultimate Bonus wäre da jetzt vielleicht so ein Item momentan, wo die Nachfrage halt höher ist als bei allen anderen Items. Wo man dann sagen kann, okay, wenn wir jetzt ein Event starten würden, wo Leute Ultimate Bonus bekommen vielleicht,
würde das die Lage etwas beruhigen. Vielleicht hört die Inflation dann wieder ein bisschen auf oder nimmt sogar ab. Und sowas haben die damals vorgestellt, solche Tools, solche Analyse-Tools und so. Und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass die überhaupt einsetzen. Also ganz und gar nicht. Ich glaube, dass die das überhaupt nicht benutzen. Und dass das denen einfach scheißegal ist, was mit der Inflation ist. Mein an für sich ist es ja egal, es ist ja nur ein Videospiel, aber eigentlich auch nicht, weil ich finde halt persönlich die Wirtschaft in Flive ist so ein tragender Faktor von dem Game, weil alles dreht sich ja immer um Geld in Flive. Also, ich meine, klar, wenn du jetzt Entwickler bist, ist es dir wahrscheinlich schon egal, aber als Spieler ist das halt eines der wichtigsten Dinge eigentlich. Wie viel etwas kostet, wie schnell die Preise steigen und so. Ist halt eigentlich super wichtig. Man muss halt überlegen, letztes Jahr vorm FEC waren der F-Coin-Kurs 160. Nach dem FEC dann 180, glaube ich. 180 bis 200 und seitdem haben wir uns davon nicht mehr erholt. Und er ist sogar noch gestiegen. Also offensichtlich keine inflationshemmenden, ach leck mich doch, Maßnahmen getroffen. 5 Canonicus fehlen. Mist. Was halt aber dringend notwendig wäre, meiner Meinung nach. Und vor allem Peñas Things, da kann man sich halt echt so geile Sachen vorstellen. Alles Mögliche letztendlich. Aber es muss halt irgendwas sein, was du machen willst. Zum Beispiel sowas wie die 2026 Lucky Box. Imagine, sowas könnte man für Peña kaufen. Und du könntest dann einfach mit deinem Peña auf Premium-Items gambeln. Das würden halt so viele Leute machen. Und so glücksspielsüchtig wie alle sind heutzutage, musst du halt irgendwas ausdenken, was cool ist, was lustig ist. Natürlich auch ein bisschen limitiert. Also nicht so, dass jemand halt 50 Jahre weggambeln kann und dann jedes Premium-Item 80 Mal besitzt. Sondern natürlich gemäßigt. Aber wenn jeden Tag ein paar Milliarden gegambelt werden würden, dann würde das zumindest entgegenwirken, dass jeden Tag auch ein paar Milliarden erstellt werden durch Dailies und durch Leveln. Dann könntest du zumindest dafür sorgen, dass es nicht mehr Geld wird, sondern zumindest gleich bleibt oder sogar weniger wird. Und es muss ja auch nicht permanent verfügbar sein. Es reicht ja, wenn es immer mal wieder so 2 Wochen Events sind oder so. Und dann kann man es ja auch wieder ausschalten. Dann muss ja nicht 24/7 laufen. Also ab und zu mal so ein Peña Roulette, Peña Casino oder sowas. Also Peñas Ding könnte man sich richtig geile Sachen vorstellen als Spieler. Aber klar haben die daran wenig Interesse, weil die haben lieber eine Inflation im Game und dafür höhere Cash-Up-Einnahmen als keine Inflation im Game und weniger Cash-Up-Einnahmen. Ist ja klar. Aber ehrlich gesagt, ich denke schon, dass wir es bräuchten. Und vor allem muss man sagen, es fühlt sich vielleicht nicht so an, aber die Inflation ist actually ziemlich crazy. Wir sind im 4. Jahr von Flive Universe, kurz vorm 4-jährigen Jubiläum. Und wir haben Cash-Up-Preise von über 200 Mio pro 1000. Und es ist Flive PC. Also ich meine, ich kann es nicht ganz genau sagen. Aber das müsste so im Verhältnis 2012 oder so, 2011, 2012 Niveau sein. Und da war Flive PC aber halt schon mehrere Jahre älter als Flive Universe. Das heißt, Flive Universe hat eine noch schlechtere Entwicklung als Flive PC. Und in Flive PC wurde Todes gebottet und geduped. Und die hatten eine bessere Inflation. Also da fragt man sich halt schon, was ist da falsch gelaufen bei Flive Universe? Oder was läuft da falsch bei Flive Universe? Dass wir keine riesigen Botter-Probleme haben. Und vor allem keine Duper, die unendlich Peña erstellen können. Und trotzdem haben wir so eine krasse Inflation. Also gefühlsmäßig sollte der F-Coin-Kurs ein Fünftel von dem sein, was es jetzt gerade ist. Also sollte. Dann wäre es cool. Ist es halt aber nicht. Ist schon ein bisschen schade. Imagine F-Coins würden 40 Mio pro 1000 kosten. Na gut, okay, auf so einem Niveau wird es nie wieder sinken, weil dafür verdient man viel zu viel Geld im Spiel. Aber das ist ja das, was ich meine. Das ist halt auch irgendwo der Fehler, ne?
Das ist halt auch der Fehler, dass man so viel Geld bekommt. Da fängt es ja schon an. Es wird einfach viel zu viel Geld erstellt. Und es wird kaum Geld abgezogen. Zu wenig. Tax the rich, baby. Eat the rich. Bruh.